Hast du jemals versucht, Werke großer Denker, Künstler oder Poeten zu verstehen und dich völlig verloren oder dem nicht gewachsen gefühlt? Das ist tatsächlich ein gutes Zeichen, denn diese Verwirrung ist kein Scheitern, sondern Teil des Prozesses. Das Lesen solcher Texte erfordert eine andere Haltung als Unterhaltungsliteratur, die uns vor allem entspannen oder unterhalten soll. Ebenso unterscheidet es sich vom Lesen von wissenschaftlicher oder technischer Literatur, die oft auf klare Begriffsdefinitionen und Logik setzen. Texte der Philosophie, Tiefenpsychologie und Poesie sprechen häufig in einer anderen Sprache. Sie fordern uns heraus und entziehen sich einer sofortigen mentalen Durchdringung. Dieser Essay befasst sich mit der inneren Haltung, die unterstützend ist, um solche Texte fruchtbar zu lesen, und zeigt, warum das Gefühl des Nichtverstehens kein Hindernis, sondern ein integraler Bestandteil dieses Prozesses ist. Anhand von Wolfgang Giegerichs The Soul's Logical Life untersucht dieses Video, wie wir uns dieser Herausforderung stellen können und was wir aus der Begegnung mit schwer fassbaren Gedanken gewinnen können. In den Werken der Denker finden wir Ideen, die eine indirekte Auswirkung auf uns haben können. Die direkte Wirkung ist das Wissen, das wir uns durch das Lesen aneignen, unsere eigenen Gedanken sich daraus kristallisieren und die Ideen, die wir übernehmen oder daraus formen. Wenn wir uns jedoch mit den Werken beschäftigen, welche ihre Ideen nicht auf das Buchstäbliche reduzieren und darauf bestehen, dass dies die Essenz ist, sondern einen gewissen Raum hinter den Wörtern lassen, eröffnet sich eine Erfahrung, die uns anders berührt. Die implizite Form der beschreibenden Gedanken kann, wenn man sich mit ihr beschäftigt, tiefere Bedeutungsebenen offenbaren, die durch explizite, systematische Formulierung verdeckt werden können. Dies ermöglicht mehr Raum für ein Verständnis, das hinter dem Rationalen einhergeht. Es gibt eine neue Perspektive über unsere eigenen persönlichen Erfahrungen, die womöglich tiefer dringen als unsere gewöhnlichen Perspektiven. Das, was uns dies ermöglicht, ist nicht das direkte oder wörtliche Gedankengut, sondern das, was durch ihre Beschreibung durchscheint, der Raum hinter dem Wörtlichen. Wolfgang Gierich bezeichnet dies als die Unterströmung. Wie eine Unterströmung beeinflusst es die Richtung und die Bedeutung auf einer weniger offensichtlichen Ebene. Er beschreibt, was diese Art von Beschreibung ausmacht anhand der Werke von Carl Jung. Unter den stützenden Denkmantel eines weitaus weniger strengen, teils konventionellen, wissenschaftlichen, teils naiven, imaginären Stils konnten die großen Gedanken zusammen mit den höheren logischen Status, den sie mit sich brachten, im Wesentlichen unbeschadet und vielleicht sogar von Jung selbst unbemerkt transportiert werden. Die Welt, die sich implizit in den Werken widerspiegelt, bietet uns eine Möglichkeit, in sie zu treten, die Anatomie des Gedanken zu erforschen und uns durch diese Begegnung formen zu lassen. Ganz nach Wolfgang Gierich: Es erfordert eine andere Art von Denken. Das Befassen mit den impliziten Gedanken verlangt eine Auflösung festgefahrener Denkmuster. Unser gewöhnliches Denken muss eine Veränderung durchlaufen, um die Bedeutung näher zu kommen. In gewisser Weise ist dies ein Prozess der Auflösung, der hier geschieht. Das gewöhnliche Denken wird durch die Anatomie der anderen Gedanken angesteckt und langsam aufgelöst. Wir haben damit einen nötigen Schritt über die Schwelle getan, der es uns ermöglicht, den impliziten Gedanken des Autors erforschen zu können. Eine weitere Auflösung findet statt. Dies geschieht nicht auf der Ebene der Gedanken, sondern auf einer unterschwelligen Ebene. Es formt unseren Geist, unsere täglich erlebende Welt. Es ist eine Folge der intensiven und langwierigen Beschäftigung. In gewisser Weise marinieren wir in diesen Inhalt. Wie Salz das Fleisch durchdringt und verändert, so durchdringt der Text unser Wesen.
Wir sind nicht mehr nur das Subjekt, das liest, sondern wir werden zum Objekt, das von den Gedanken durchdrängt wird. Mit den etlichen Stunden, Tagen, Wochen, Monaten und Jahren, die wir mit den Autoren verbringen, entfaltet sich eine stille Transformation. Unsere Wahrnehmung verändert sich, ohne dass wir es bewusst steuern. Die gedankliche Welt, die sich in diesem Werk spiegelt, ist damit ein indirektes Medium der Verwandlung. Sie löst uns auf und gestaltet uns neu. Dies geschieht allerdings nicht, wenn wir den Inhalt rein rational verstehen. Im Gegenteil, es kann nur geschehen, wenn wir im Prozess versagen. Denn wenn wir bewusst versagen, sind wir im Kontakt mit dem tatsächlichen Körper des Gedankens. Wenn wir nicht versagen, befinden wir uns noch immer auf der Ebene des Greifbaren, des Buchstäblichen. Wir lesen noch immer mit einem technischen Mindset. Im Buch The Soul's Logical Life bringt Gierig die Geschichte von Thor und der Katze. Sie ist ein Teil eines altmodischen Werkes mit dem Namen Snorra Edda. In dieser reist der germanische Gott Thor nach Utgard, das Gebiet außerhalb der von Menschen bewohnten Welt, eine Welt voller Dämonen und Riesen. Die Geschichte ist die folgende. Thor betritt die Halle von Loki, dem König von Utgard. Der König und seine Männer, allesamt Riesen, empfangen ihn verächtlich wegen seiner geringen Größe und verlangen, dass er seine Fähigkeit unter Beweis stellt. Loki will ihm beweisen, dass er, obwohl er für seine enorme Kraft bekannt ist, den Riesen nicht gewachsen sei. Einer der Aufgaben, die ihm gestellt wird, besteht darin, die Katze des Königs hochzuheben. Thor packt sie mit der Hand unter ihren Bauch und versucht mit aller Kraft, sie hochzuheben, doch die Katze krümmt nur ihren Rücken und bleibt mit Kopf und den Schwanz auf dem Boden. Beim zweiten Versuch scheitert er erneut, auch wenn es ihm diesmal gelingt, wenigstens eine Pfote vom Boden zu heben. Am nächsten Tag, als Loki ihn zum Abschied an die Grenzen seines Reiches bringt, offenbart der Thor den Grund für sein Scheitern bei dieser scheinbaren einfachen Aufgabe. Es war eine Täuschung im Spiel. Was Thor als Katze erschien, war in Wirklichkeit ein kleiner Teil der Midgard-Schlange, die Schlange, die die ganze Welt umkreist. Loki und die anderen Riesen in seiner Halle waren voller Angst, weil sie die Schlange sehen konnten und miterlebten. Wie nah Thor tatsächlich daran war, sie aus der Erde zu reißen und beinahe den Ouroboschen Kreis zu durchbrechen, was eine katastrophale Folge gehabt hätte. Gierig nutzt hier diese Geschichte als Allegorie für das Befassen mit Denkern, einschließlich Künstlern und Poeten. Thor versagt, die Katze zu heben, so wie wir versagen, das Gedankengut großer Denkern völlig zu verstehen. Er schreibt dazu: Die Tatsache, dass es Thor nicht gelang, die Katze zu heben, zeigt, dass er einen echten Zugang zur archetypischen Ebene hatte. Er stand tatsächlich in Kontakt mit der Midgard-Schlange. Erst sein Scheitern zwang ihn zu erkennen, dass das, womit er sich herumgeschlagen hatte, mehr als eine imperische Katze sein musste. Im Umkehrschluss bedeutet das, der Leser, der den Text begreift, die Katze also hochheben kann, bleibt nur mit dem Wörtlichen in Berührung. Er erreicht nicht die archetypische Ebene, die Unterströmung des Textes. Das Versagen ist die Gelegenheit anzuerkennen, dass wir im Kontakt mit etwas stehen, das größer ist als das, was sich allein in Worte fassen lässt. In diesem Sinne ist ein Scheitern ein Zeugnis für die archetypische Natur seiner Erfahrung. Es zeigt, dass sich im Text eine Tiefe verbirgt, die unversehrt bleibt und sich nicht in eine völlige Reduzierung auflöst. Eine Reduzierung, die behaupten würde, dass dies alles ist, was existiert, dass die Worte dem gerecht werden, worum es geht. Im nächsten Abschnitt schreibt Gierig über unsere alltägliche Art zu denken, die in der Geschichte aus Midgard, der gewöhnlichen Welt, entspringt. Er sagt, wie ich bereits am Anfang erwähnt habe, dass wir, wenn wir diese Gedanken wertschätzen wollen, einen Umbruch in unser Denken vollziehen müssen, in der Geschichte dargestellt durch den Umbruch nach Utgard.
Für die Mentalität von jedermann ist das so, weil er standardmäßig in Midgard bleibt, in der gewöhnlichen alltäglichen Welt der Wohnstätte der Menschen, egal wohin er reist. In Midgard beschränkt sich die Dinge auf ihre Positivität, auf das, was sie positiv oder buchstäblich sind. Das gilt auch für die Werke des großen Denkers. Der Leser jedoch, der einen Denker als Denker zu schätzen weiß, hat seinen Platz nicht mehr in Midgard. Er hat die Schwelle überschritten und befindet sich daher draußen in Utgard. Die Aufgabe jedes Lesers ist es herauszufinden, dass er mit mehr zu tun hat als nur mit dem bloßen Text. Er wird sich bewusst, dass das Beschriebene größer ist, als es den Anschein hat. Aber was ist es, das beschrieben wird in den Texten? Was ist es, das so schwer ist, dass nicht mal Thor es schafft, es zu heben? Was ist diese Midgard-Schlange? Gigerich erwähnt hier, dass, wenn man sich der Midgard-Schlange bewusst ist, man im Kontakt mit dem Archetypischen steht. Damit haben wir es nicht mehr nur mit der imperischen Welt zu tun, mit der Welt der Ordnung, sondern mit einer Welt, in der eine solche Ordnung nicht existiert und die damit, wie unsere bewussten Verstand, schwerer zu greifen ist. Einen weiteren Hinweis auf diese Schwere finden wir durch Heidegger. Jeder Denker denkt nur einen einzigen Gedanken. Gigerich greift diese Idee des einen Gedanken auf und schreibt: Nach Heidegger hat, oder besser denkt, jeder große Denker im Grunde nur einen einzigen Gedanken und sein ganzes Werk, das in vielen Bänden niedergelegt sein kann und sogar Positionswechsel beinhalten kann, ist das Ausarbeiten und Entfaltung dieses einen Gedankens. Das beschreibt die Tiefe, in der ein Denker denkt. Er denkt nicht viele Gedanken und schreibt sie nieder. Er orientiert sich häufig nicht bewusst an einen einzigen Gedanken. Durch die Vielschichtigkeit und Nuanciertheit, die sein Denken ausmacht, ist er in der Lage, eine Tiefe zu schaffen, die über das hinausgeht, was durch das Wort allein erreicht werden kann. Damit ist der eine Gedanke, ähnlich wie die Midgard-Schlange, allumfassend. Wenn wir uns in die Werke großer Denker begeben, ist das Scheitern unvermeidlich. Doch genau darin liegt der Schlüssel zur Erfahrung. Es ist nicht unser rationales Verständnis, das uns den Zugang zu diesen Tiefen ermöglicht, sondern das Ringen mit dem Unfassbaren. Wie Thor, der die Katze nicht heben kann, stehen wir in Kontakt mit etwas, das unsere Sprache übersteigt. Dieses Versagen ist kein Mangel, sondern ein Zeichen, dass wir eine Schwelle überschritten haben, von Midgard nach Utgard, vom Alltäglichen zum Besonderen. Es bedeutet, dass wir nicht nur Worte konsumieren, sondern dass Text durch uns arbeiten kann.